Ja, moin moin. Heute geht's auf Hecht. Alle Köder sind aktiviert, inklusive wir beide. Und Tobi muss jetzt mal ordentlich rudern. Das ist unser Tackle. Auch eigentlich schon viel zu viel. Aber ich habe mir gesagt, wenn es auf Hecht geht, dann das Ganze auch ein bisschen Finesse. Darum habe ich heute mal diese ganzen großen, schweren, klobigen Köder und auch das entsprechende Geschirr zu Hause gelassen. Und wir angeln wirklich fein. Also das Einzige, was wir an größeren Ködern dabei haben, sind Spinnerbaits. Ansonsten werden wir mit Twitchbaits und anderen Kleinigkeiten ausprobieren und versuchen, unseren 1. Mai-Hecht ans Band zu bekommen. Und Pool. Oh, da vorne ist ja schon ein Steigen. Oder ist das, guck mal, da im Einlauf ist da einer gestiegen. So, und weil wir jetzt auch gar nicht, wir sind hier in so einem ganz tollen Flachwasser. Wind kommt auch günstig. Lassen wir uns einfach driften, weil Echolot haben wir nicht. Wir legen gleich los. First Cast. Mit dem Finger. Katrin wird gleich mit einem Spinnerbait loslegen. Mal gucken hier. Oh, das ist einer mit Wackelschwanz, ne? Hier. Wir checken jetzt erstmal. Gib mal deine Rods. Ne, die sind alle vorne. Ach, die habe ich, ne? Genau. Wichtig ist beim Einwurf nur, dass du immer schön vorm Einplatschen Die Schnur abstopfen. Oh, ist das schön, ne? Schon viele Angler draußen, aber alle sind sie schön weit weggefahren. Wir sind vor der Haustür unterwegs. Das wird dir ja noch zeigen, ob das schlau war. Das wird sie noch zeigen. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Das müsste aber eigentlich schon. Oh, guck mal. Der läuft ja super. So. Mein Hase, ich sag mal, viel Glück, Petri, ne? Denk an die Handschuhe. Ja. Ja, ich habe keinen Bock, wieder nach Eutin oder irgendwo ins Krankenhaus zu fahren. Nee, werden wir auch nicht. Katrin! Ja. Oh. Genau. Klasse, erster Einschlag bei Katrin. Jo. Mit einem guten Blechle. Mit dem Klassiker schlechthin, ne? Ja. Ganz sanft eingestiegen. Schön. Hast du Bremse eingestellt? Ja, ne? Nee. Oh, immerhin. Der erste E-Sox. Ja. Da kommt er. Schön. Da kommt er. Schön. War voll genommen. Ja, schön genommen. Klasse. Fang und Fängerin. Kleiner, schöner Hecht. Der wird auch noch mal groß. Ciao bello. Sag mal Köder? Ja, Asbach uralt. Aber immer noch. Fängig. Yes. Das Hechtefischen im Frühjahr ist eine ganz filigrane Geschichte. Da müsst ihr eure Köder wirklich
langsam präsentieren. Ich empfehle da immer nur eine halbe Umdrehung. Oder eine. Eine halbe Umdrehung. Nee, Und eine. nochmal eine halbe Umdrehung. Ja, und ich lass den Köder, Über dem Wasser baumeln. nein, 1 Minute. Warte, ich muss ihn erstmal runterlassen. Einfach ruhen. Hast du einen Kontakt gehabt? Schön. Wenn wir jetzt keinen Kraut haben, dann hat er einmal gesetzt. Okay, schön. Dann gleich nochmal hin da. Nichts dran. Schade. Ja, oh, bei mir kam einer hinterher. Ist abgedreht. Ich glaube, das war aber ein Barsch. Auf einen großen Gummifisch. Muss ein Barsch gewesen sein, aber wenn da ein Barsch ist, mal gucken, ne? So, wir haben jetzt gerade mal auf Barsch probiert. Mit ganz kleinem Gummi. Katrins erster Wurf. Der schlägt nicht wie ein Barsch. Besserer Fisch. Machen wir ein bisschen weiter zu die. Also nicht ganz, ne? Aber guck mal mein Köder kurz ein. Scheint ein besserer Fisch zu sein. Ne? Ey. Äußer mich zu gar nicht. Pass auf mit der Ankerleine, ist auch da hinten, ne? Ja. Ich glaube, meine Brotstulle, vielleicht doch mit einem Kescher dann. Wenn Ja, mal gucken wir mal. Erstmal sehen, wie groß er ist. Noch haben wir ihn ja gar nicht gesehen. Kann deiner mal richtig. Oh, schöner. Eieieiei. Mach Brot. Toller Hecht. Bremse ein bisschen. Ist gut eingestellt. Ja, super. Schnucker. Ja, jetzt hat er uns gesehen und Ja, jetzt ja. gibt er Ja, natürlich dann gibt er Gas. Oh, herrlich. Genau solche wollen wir doch fangen, Mensch. Ganz toll. Hängt ganz knapp. Komm ran, Leute. Ja, jetzt habe ich ihn. Yes. Oh. Engel. Das ist ja mal ein schöner Hecht. Nee, das Köder ist nicht dran, ist ab. Oh. Katrins Fang. Wunderschöner Hecht. Das war ja wieder ganz typisch. Erster Versuch auf Barsch und ein großer Hechtknall drauf. Aber ein Glück, hier alles schön mit Stahl und gesichert. Der hing richtig toll. Und ich sag mal so, mein Spatz, Petri zu den tollen Hecht. Ja, Petri Dank, ne? Ich liebe den Schleim, den Hechtschleim am Nachmittag.
Mal ein kleines Zwischenresümee. Also der Hauptdrops ist eigentlich schon gelutscht. Also wir haben es jetzt schon nach 1. Wir haben uns gesagt, so bis 3, halb 4 oder sowas wollen wir machen. Was meinst du, Katrin? Wo die Hechtaktivitäten, die wir jetzt hatten, waren ja eigentlich überwiegend hier vorne an der Schilfkante, aber zur großen Abbruchkante hin. Und das wirklich auf kleine Köder. Also irgendwie haben die Hechte nur einen kleinen Appetit, hat man so das Gefühl. Ne? Und vor allem, es ist auch reichlich Angeldruck da. Große Köder haben bis jetzt noch gar keine Aktion gebracht irgendwie. Und wie wollen wir weitermachen? Was meinst du? Also ich passe mich da dir ganz an. Ja, also ich würde vorschlagen, wir machen es gleich nochmal mit wirklich Suspenderködern auf der Stelle hier im Flachwasser. Dass wir den richtig stehen lassen, den Wobbler. Oder halt auch Twitchbait. Und fahren da nochmal danach, mal nicht so laut, das hört er da vorne, in die Bucht da vorne nochmal rein. Ja. Da haben wir die meisten Chancen gehabt. Aber eins ist ganz klar zu sagen, große Köder heute mit hierher zu schleppen, das haben wir schon mal richtig gemacht. Das hat nichts gebracht oder hätte nichts gebracht. Aber dann haben wir es ja falsch gemacht. Nee, wieso? Ich habe da extra nur kleine mitgenommen heute. Du hast eben gesagt, große Köder mitzunehmen. Ja, das wäre nicht das Richtige gewesen. Ach so, Ja. sorry. Also bis jetzt alles richtig gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir jetzt noch mal einen ans Band bekommen. Oder ich will auch mal wieder einen drillen. Würde mich mir auch freuen. Aber noch mehr freue ich mich natürlich, dass Katrin jetzt 2 schöne Hechte auf der Am Haken. 2 Kerben in der Route hat. Und das ist natürlich klasse. Squat Minnow ist dran. Der hat mir jetzt auch vor ein paar Jahren schon mal einen schönen Hecht getwitcht gebracht. Ganz unauffälliges Modell. Aber fängig. Vor allem steht der schön. Das ist das Schöne an dem Köder. Ja. Tanzt gut. Also bei dem ist es anders als bei den Gummifischen. Bei den Gummifischen ist ja bekannterweise, wenn die auf dem Grund aufkommen, dann tanzen die ja hin und her. Der hier nur beim leichten Zug. Running Gag. Da muss doch ein Hecht stehen. Ja, habe ihn stehen lassen, ist raufgegangen. Siehst du? Auf den Squat Minnow. Cool. Sehr gut. Herrlich. Oh. Ui. Schöner. Oh. Ein guter Hecht. Siehst du, getwitcht am Schilf. War meine Überlegung doch die richtige gewesen. Ui, gut, jetzt mal. Ist ab. Oh, schade. Ist er ausgeschlitzt, du. Das ist ja schade. Ich guck mal hin. Nee, du. Mensch, hätte ich Wollte mich. nicht sagen, nicht so hart nehmen. Ich habe ihn noch super genommen. Na gut. Tja. Oh. Hiermit ist der Plan schon mal aufgegangen, auch wenn der Fisch ausgeschlitzt ist. Vielleicht bei Hechten hat man noch die Chance, wenn man noch mal einen Köderwechsel macht, dass der vielleicht noch mal darauf schießt. Deswegen, bevor wir jetzt den Platz wechseln, nochmal hier so einen hier. Eigentlich ein Zanderwobbler. Ein Arnaud ist das. Ja. Wollen wir mal gucken. Im Barschdesign ist natürlich hier perfekt. Hier gibt es viele Barsche.
So, der dritte im Bunde kommt. Wieder auf die mini-kleinen. Das kommt mir entgegen. Ein kleinerer, ne? Ja, sehr gut genommen. Schmeiß ihn gleich wieder rein, damit er gar nicht. Ja. Ne? Hier. Ups. Ah ja, das darf er nicht. Warte, jetzt ist es toll, danke dir. Killer! Das ist der Erfolgsköder. Ups, voll verdreht. Eigentlich wollte ich noch einen Barsch zuppeln, aber wieder ein Hecht draufgegangen. In diesem Appleseed. Jetzt ist der Tag zu Ende. Wir müssen jetzt wieder nach Hause. War ein sehr erfolgreicher Tag, gerade bei Katrin. Ne? Heute schön 3 Hechte. Aber auch ich freue mich tierisch, weil klasse, ihr habt gesehen, schöner Drill, hat der Hechter geliefert. Und ich habe ja auch mit Live-Biss das Ganze drauf. Ich glaube, ich werde die Hechtruten noch gar nicht zusammenpacken, weil irgendwie hat es Spaß gebracht. Ne? Das hat echt Spaß gebracht. Dann vielleicht gibt es ja ein Revival am Vereinssee und vielleicht kriege ich dann auch meinen Maihecht. Nicht den 1. Mai, sondern auf jeden Fall meinen Maihecht. Das werden wir dann sehen. Jo, 4. Mai. Und ich bin wieder mit dem gleichen Gepäck unterwegs. Und zwar am Vereinssee. Ich muss ja mich auch mal entschneidern, ne? Die Hechte heute wildens sind. Und vielleicht, dass einer mal kleben bleibt bei mir. Kein Interesse. Den habe ich auch einen leichter. Hier. 7 Gramm. Ja. Deswegen Katrins Erfolgsköder hier. Kleiner Shad and Appleseed. Versuch macht klug. Doch tiefer als ich dachte da hinten. Da kann man ja direkt mal versuchen, hier im Mittelwasser zu jiggen. Da ist mal das Kraut. Okay. Dann mache ich das so mal. Auf den Jig ist einer raufgeknallt. Köder den Grund nicht berührt. Ist das cool. War ja wie Thundercock. Richtig still. Und es scheint auch gar nicht so ein kleiner zu sein. Naja, es kommt aber mit. War nur der Anfang, was es sich schwer gemacht hatte. Oh, das ist cool. Ja. Ja. Er ist böse. Schlägt gut. Einzigster Gummifisch, den ich mit habe. Oh, das ist gar nicht so ein schlechter Fisch, du. Meine Güte. Oh, eine richtige Bahnschiene. Das ist fast ein Meter. Alter Schwede. Das könnte ein Meter sein. Bloß nicht springen. Ui, 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 ui. Bremse ein bisschen weiter auf. Das könnte ein Meter sein. Gibt's ja gar nicht. In diesem kleinen Gewässer. Das ist ein Meter. Das ist ein Meter.
rein. Jetzt habe ich, ja, über einen Meter. Oh, ist das ein Fisch. Das ist ein Fisch, du. Oh, der hat 1,10. Der hat 1,10. Guckt euch das an. Guckt euch das an, Leute. Mein Maihecht. Mein Maihecht. Oh, ey, wow. Ist das cool. Alter Schwede. So ein schöner Hecht. Yes. Wird er mal einmal gemessen. Oh. Entschneidert mit dem Meter. 1,18 Meter. Und das in so einem kleinen Vereinssee. Ist das nicht toll? Da fährt man so weit weg, bezahlt viel Geld und der gute Fisch steht so nah. Ah. Hier ist der Köder. Den habe ich noch von Udo Krivskaski noch geschenkt bekommen. Noch einer aus seinen Westend-Zeiten. Schöner Flanker, ohne Stinger, nur ein 3-0er-Haken drauf. Sogar noch ein VMC-Haken. Spielt keine Rolle. Wenn er sitzt, dann sitzt er und dann kriegt er ihn auch. Ne? So ist das Angeln. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Aber eins hat man immer, die schöne Natur um die Ohren. Ne? Heute habe ich beides gehabt. Glück und die schöne Natur. Oh, ich fasse es nicht. Ey. Das Maßband war fast zu kurz. 1,18 Meter. Schön. Tipptopp. Das war doch mal ein Saisonauftakt nach Maß. Klasse. Eigentlich bin ich nur hergefahren, weil ich die neuen Angelkarten holen wollte für die ersten Guiding-Touren jetzt im Mai. Habe ich auch gemacht. Das war der Plan. Dann auch noch mal eine Stunde loszugehen hier an den Vereinssee, mich hechtmäßig zu entschneidern. Dann gleich mit einem Ausnahmefisch. Hat funktioniert. Besser kann es nicht laufen. Ich bin happy, mache jetzt Feierabend. Einen schönen Fisch, den habe ich jetzt. Ich wünsche euch genauso einen schönen Fisch. Wenn ihr wissen wollt, ob das mit der Zanderangelei dieses Jahr genauso erfolgreich weitergeht, dann bleibt dran. Am besten, ihr macht ein Abo fertig hier auf YouTube, dann seid ihr immer als erstes informiert. Und ich versuche dann genauso zeitnah wie diesen Beitrag auch wieder einen Beitrag reinzustellen. Der eine oder andere Tipp ist ja immer dabei. Bei mir waren es diesmal die kleinen, unauffälligen Köder. Die haben die Fische gebracht. Vielleicht ist es bei euch ja genauso. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und vor allem viel Glück. Und sage Tschüss und bis bald.